Este programa es presentado por Inverfin. Hallo lieve vrienden, hier zijn we maar van de frasche rond, Tumm Tere en Mate. En vandaag hebben we ons Doerksen en Michael Doerksen aangeloot. Dat is ons gast vandaag. Welkom hier, Michael. Kannst du uns einmal ein bisschen von dir vertellen, wer du bist? Mein Name ist Michael Doerksen. Ich bin von Philadelphia ursprünglich. Ich bin hier geboren. Ich habe hier mein Leben eigentlich hier 14 weit. Ja. Ich habe hier gearbeitet, zur Schule gegangen. Und das ist mein Lebensverzeichnis. Okay, also du bist hier auch von, das wieder dann, wo du sagst, von der Russen sehen. So, dann denkt man von der mal an Tere, nicht Tumm Tere, ja? Tumm Tere, ja. Das kann man so sagen, was man will. Michael hat einen Ansatz gemacht in der Stadt, mit RCC. Ja. Und du, weil wir von der mal eher vertellen, wie diese Tere run, also wir laden die an, dabei zu sein. Wir waren einmal von der Kartenpause gekommen und dann sagen wir kurz weiter. Los electrodomésticos Beko, además de facilitarte la vida, te llevan a conocer Barcelona. Sí, con la compra de un electrodoméstico Beko, podés participar del sorteo de 5 viajes para conocer Barcelona y vivir la experiencia de ver jugar al Club Barcelona en el Camp Nou. Y recordá que de acuerdo al tipo de electrodoméstico que comprás, generás más cupones y chances de ganar. Encontrarlo en los mejores comercios del país y para más información ingresa a beko.com.py. Representa, distribuye y garantiza Inverfin Saeca. Record Electric te ofrece soluciones de vanguardia en el tratamiento de aire comprimido, compresores a pistón y a tornillo de la marca Atlas Copco. Duran más y te acompañan por mucho tiempo en el trabajo. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales. Te esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Mueblería Paraíso, para construir y amueblar la casa de punta a punta. Muebles rústicos y finos para la cocina, el comedor, para la oficina y la habitación, para la sala y para el campo. Cepos, balancines, maderas para corral, construcción de casas prefabricadas de madera e isopanel, como también puertas, ventanas y cielo raso. Mueblería Paraíso, fabrica y vende en Loma Plata, sobre Avenida Central. Dus daar waren Tumm Tere en Mate. En vandaar met Michael Doerksen. Michael, die heeft een aanzet met RCC in de stad gemaakt. En vertel ons maar een beetje darüber. Wat is dat eigenlijk van aanzet? Hoe je wie dat? De aanzet weer in de USA. Hij is 2 jaar geweest. Van august 2017 bij dit jaar in mei 2019. De Einsatz ist ursprünglich von RCC organisiert. Okay. Das sind verschiedene Bereiche in RCC, wo du tun kannst. Also mein Einsatz, wir kriegen mehr darauf an mit dem Kamionrit fahren. Ein Anhänger, der ist 18 Meter lang so. Okay. Und der hat alle Maschinenbänder, die das gebruiken, um den ganzen Prozess zu machen. Mit Fleisch anmachen, die Maschine dafür, zum Zusiegeln. Und dem großen Boiler, da hängt zum Wasser, zum Dampf machen. Und das ist alles ab Dampf. Also Fleisch, dat je da aanmerken. Fleisch. En dat zijn, nou, we hadden alle 4 soorten vlees. Dat is truithorn, havo, en rens en schwein. Okay. En die 4 soorten die we alle aanmaken. Maar het is je nach steed je weet hoe dat is. Eentje steht meer truithorn, andere meer hondsvlees. En dan zijn 2 steden waar eine mit Rindsfleisch und die andere bloß mit Schweinsfleisch. Okay, du sagst, das ist ein Kamion, wie das Ein Kamion, ja. Das ist alles, wir fahren mit einem Kamion wir fangen an in Ohio. Da sind wir dann ab
paar gewisse Städte, dann fahren wir eine Stadt an, bleiben da 2-3 Tage, machen da Fleisch an, wenn das alles fertig eingepackt ist, da, und dann fahren wir zu der nächsten Stadt. Ach so, dann... Das wird man so sagen, wenn man von Philadelphia losfährt mit La Plata, und von La Plata naar Nederland naar Paratoda Lolita, en dan van Lolita bij Asunción, en daar hingen Friesland, Volendam, Independencia, jeder departement so eine Stadt rangefahren. Okay. Dus dat we niet alle 50 steeds rangefahren zijn, sondern maar 12. Okay. Und da haben wir dann ab jeder Stadt, da sind dann diverse Städte. Ja? Das heißt, auf Ohio sind 4 Städte. Und dann sind zum Beispiel Kansas sind 3 Städte. Oklahoma sind auch 3 Städte. Und so ist dort ja dann überall Raum. Ja? Okay. Und ab jeder Stadt dann sind verschiedene Gemeindes. Die spenden uns das Fleisch dann, ja? Was einmal das dann ist. Rindsfleisch, Schweinsfleisch, Truthornfleisch, Hund, ja, Schwein. Also das Fleisch, das wird dann von den Gemeindes dat wordt van de gemeentes gespaard en dat doen we dan door aanmaken verdiend. Ja. Dus dat zijn dan mal 40.000 Kilogramm Fleisch, mal 38.000, mal 50.000. En je nachdem hoeveel Fleisch dat is, dan kunnen we dat dan aan doorgen inschatten hoe lang dat duren wordt. En dan zeg je dat, zoals het dan normaal is op arbeid dan, wat zo'n zaken dan, komt dan mal een probleem op met de machine, wat ze wat schwin fixen en zo. Maar zeg je, die haast dat keine Schulung sozusagen für ihr hat. Die muss das alles investieren, die muss die selbst anbringen, die muss die selbst einfach an die Kreativität anlassen. Ja? Alles, was die weiß von Mechanik sagen, so, wenn du vorher mal was gelernt hast, um Auto mal zu fixen. Und so, das sind ein bisschen andere Sachen. Aber die muss diesen Appetit von Mechanik haben, da ein bisschen mehr um diese Arbeit zu tun. Ja? Und ich sehe nicht mal, dass ein Mensch so, dass alles hat schon gelernt. Aber ich habe im ersten Jahr sehr viel gelernt mit Sachen durchgekriegt. Wenn man angeht mit das und dort, aber kein persönlichen, weil ich mich selbst schätze. Ja. Aber diese Arbeit ist sehr, wie soll ich sagen, vielfältig. Das ist sehr vielfältig und herausfordernd. Das heißt einen verschiedenen Umgang mit Menschen da auch und der Umgang mit die da, das ist sehr herausfordernd, ja. Das jetzt wird vom September, also eher im Winter. Von Oktober bis April, ja. Okay. Das fängt ab Oktober an, erste Week so wat, Anfangs Oktober. Und dann hat das letzte Jahr bis April, aber dann haben wir an der Weihnachtszeit haben wir dann noch einmal eine Kartenpause, ja, für 2-3 Wochen. Ja, wie je dan eens kijken om nu de hand op te ja, wir sind am Nude gewesen, im Westen auch ziemlich rauf. Und am Süden mit, ja, ziemlich, nicht so weit. Aber am Osten auch. Sind eigentlich meist alle Richtungen einmal so ein klein mit rangefahren, ja. Er veel weet je doen. Wir sind da eher Feier. Er feiern im Kamion. Zijn ja, er Feier, nou, dat is één auto nog wat voort met 2 en de ene en de andere voort dan met een Kamion met, ja. Aber der Kamion fährt dann einmal bei der Stadt und da stellen wir den dann auf. Und dann da wir da übernachten, wo wir dann sind. Ja. Da haben dann Familien, die haben uns dann einfach zugesagt, dass wir da heimkommen können für die Zeit. Und dann manchmal nehmen sie alle Feier, manchmal nur 2. Dann machen sie 2 Familien, ja. Und manchmal sind wir kein Hotel gewesen, ja. Wo die dann gerade nicht hatten. Aber das ist sehr bedingt, wenn eine Rechnung die ist und oft da wir haben. Ja. En ik neem aan, stel je dan weer erop aan hoe de gemeenten zijn, wat de vlees spenden mochten, doe voor je dan gaan. Door voor we gaan. En daar is ook van die gemeenten is veel ook, maar er zijn ook veel privaatsteden. Wo wir mit Schlachthäuser gewesen sind, wie da haben wir abgestellt und da geschlacht. Das da eingemacht, das Fleisch erst dann da reingekommen bloß. Das sind normal Privatschlachthäuser. Höfe da, oder auch. Das einfach ein Geschäft, wo die Fleisch verzehren können. Und das selbst verarbeiten. Aber da hat dann dahin wo hat die Riem gemacht, damit wir da arbeiten können. Und die Zeit für 5 Tage, das längste sind mal 9 Tage gewesen auf einer Stadt. Da sind wir dann die ganze Zeit über und arbeiten dann da lang. Wir haben 24 Stunden gearbeitet, den ganzen Tag und durch. Und dann sind alles Turnos. Ja? Wir haben Turno mañana und Turno noche. Und je nachdem, wann die anfangen, sagen wir heimkommen, abstellen. Dann sagen wir fangen montags morgens am Klack 5 an. Und je nachdem, wie viel Kilogramm Fleisch wir für den paar Tage haben, dann sind dort so viele Runden am Tag. Und dann, wenn das 6 Runden am Tag sind, der erste Turno der dann 3 Runden. Und der andere Turno der dann die andere 3 Runden. Und dann, wenn die fertig sind, dann die einmal ganz alles reinmachen in die Maschine.
waschen einmal alles und dann fertig machen für den nächsten Tag. Ja. Ah ja, okay, interessant. Weil ich interessant Thema muss ich dort mal rundfahren en Fleisch anpakken. Ja, ich sie interessiert te weten hoe dat Fleisch dan eigenlijk al in hand en wat dat ziel ze in die haast met zijn investieren. We gaan eenmaal van de kartenpauze en zijn voets waar dat door. Blijf erbij. Los electrodomésticos Beko, además de facilitarte la vida, te llevan a conocer Barcelona. Sí, con la compra de un electrodoméstico Beko podés participar del sorteo de 5 viajes para conocer Barcelona y vivir la experiencia de ver jugar al Club Barcelona en el Camp Nou. Y recordá que de acuerdo al tipo de electrodoméstico que compras, generás más cupones y chances de ganar. Encontralo en los mejores comercios del país. Y para más información ingresa a beko.com.py. Representa, distribuye y garantiza Inverfin Saeca. Donde hay energía, están los grupos generadores RESA de Record Electric para su hogar, negocio o industria. Garantía y respaldo técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable. Híbridos autorrecargables Toyota. Energía infinita, posibilidades infinitas. Dus we waren Tumm Tere en Mate en van der met Michael Doerksen wie we dit thema van een aanzet met MCC in steeds, also den du verschiedenste Fleisch anpacken so wieder hier Fuß mit mir darüber. Erstmal halt noch einmal eine gute Nachricht für die und das ist Beko. Beko, dat is een Europese marke van huishoudgeräten dat je van de ganz beste technologie in alle ihre producten aanwenden hebt. Beko, dat vind je bij Inverfin. So Michael, vertel ons mal al dit Fleisch wat je dan aanpakt en de reeds van nog ons raad hier om een kilo Fleisch wat eingepakt wordt. Ja? Hoeveel kilo zit dat je normaal een dag aanpakken? Normal am einen Tag sind, je weiß, wie viel wir haben für den ganzen Tag, was wir sind. Wenn wir sagen, wir haben 40.000 Kilo an 3 Tagen, dann würden wir am einen Tag mit der Runde, was wir machen, wenigstens 15.000 maken. Ah ja, en dat era feier. Era feier dan met de shifts dan, ja, met de turnos. Ja, ja. Wat we dan morning, mañana en turno noche. Oké, zo wordt dan einfach gelijkdag rand op. Na de rand dan gelijkdag werd we al die runden voor de één dag voor de jaar en dan de nächste dag weer met al het wat we verder deden. Ja. Ja. En wat, hoe gaan deze, hoe je het vlees niet gaan, hoe wordt dat handgeschickt? Dat vlees ursprünglich, wanneer het aangemaakt wordt op de steden hoe we gaan voeren, daar staat het dan eerst mal een paar dagen. Aber das erst einmal nachher noch ein Kamion, der kommt von MCC nach vom Waterlager, von Pennsylvania erst, das ursprünglich das große Waterlager in den USA. Da erst eigentlich, wo all das Fleisch haben jetzt erstmal, wenn das alles vor sich eingepackt wird bei den Städten. Erst ein Kamionfahrer, der nimmt all diese Städte ab, wo die Handfahrer mit das Fleisch holen. Fährt das erstmal in den Waterlager. Und dann, wenn das von da erst alles ist, dann hat er von MCC uit had de steden, wo die zijn, wo Naturkatastrophen zijn. De tornado's, alles wat aangekomen is, wo alles hongersnoten, alles wat dat zo heeft. Daar wordt dat dan entscheiden van dins, wo dat ganz het wichtigste is, wo dat ganz dringend is. En daar hebben we vele steden, en dat meeste wo dat vlees hangt is Oekraïne. En daar heb ik eigenlijk ook nog een kleine tour gemaakt in Oekraïne, krijgt om te zien hoe dat vlees hangt, wat we aangemaakt hebben. En dat hebben we gezien, dat je voor mensen die op een gassen leven, die obdachloos zijn, die niets hebben, of Waisenhuizen, alle krankenhuizen, wat niet eten hebben, scholen, alle diverse steden en ook overal op een gassen. Wo mensen dat eten voorbereid wordt op een gassen, wat je ook zelfs erleefd hebt, wo die dat einfach
ab August wo die Abdachlose wohnen dort, ganz allein. Da haben wir dann, sind wir aufs Skript gegangen. Und die Menschen, die das Fleisch dann mitgenommen haben, die haben das dort alles abgestellt. Und dann hat er das einfach vorbereitet für den sehr. Und das hat er dann gegeten als eine Multit. Wow. Und da haben wir das dann einfach gesehen, wo auf diverse Städte an der Welt je das haben. Und das geht auch noch anders, das geht auch noch nach Haiti. Und das geht das sind viel mehr in die europäische und asiatische, auch in Afrika haben wir auch keine Containers. Okay. Das geht alles in Containers da haben. Okay. Und dann davon wird das dann wieder begleitet. Ja, und das wird dann ganz von Gemeentes finanziert. Die Menschen kriegen das ganz umsonst, die kriegen das von Aufschlag. Von de Gemeentes wird uns das vielleicht spannender, was wir da anmachen können, als von denen selbst, die haben das betont. Wir kriegen das gespannt, aber die betonen uns die Arbeit nachher, was wir da tun. Okay. Das erst, wenn es für MCC hat, ja. betonen die uns das. Okay. Und das geldt auch der Stadt mit MCC, dat andere wieder in je Städte, ja, dat die einfach mit Menschen wat in Kontakt kommen door einfach mithelfen, ja. Krieg du als Arbeit auch noch ein was dafür betont, oder? Ursprünglich, da besser gesagt, für diese Arbeit, für die 7 Monate schrieb ich nichts betont. Das ist alles, wenn es wieder durch MCC sind, ist das frei. Okay. Wenn es MCC betont uns alle Reisen, das betont uns alle Multiden, die Ankunft. En wo wir überall sind. Ja, der hat eigentlich für uns alles frei. Okay. Wir kriegen da Spenden. Das ist von den Menschen, wo wir arbeiten, ganz persönlich hängt von denen auf. Ob die uns das geben wollen oder nicht. Wie wann wir das kriegen, das ist gut. Wir haben auch viele Andenken gekriegt von allen Städten. Was sehr bewundernswert ist, dass wir das als Feierjungs kriegen. Ja, wenn der Schatz das sagt, dass wir das tun. Und das sind verschiedene Kommunidades, ja, wo Menschen einfach verschieden sind. Und all die verschiedenen Mennoniten und andere traditionelle Konservative und normal, dus wie ook zijn. Aber ook zeggen, we kriegen dat eigentlich zum Teil alles betont. Ja. Dat is voor ons maar voor deze 7 Monate afhängig van dat wat we entweder kriegen van die. Aber MCC heeft ons extra dat alles betont. Ja. Aber dann die 7 Monate, wat we dan te eng zijn, zijn we 5 Monate vrij. Dan schaffen we dan een warenlager met MCC en dat schrijven we dan zo'n klein beetje Geld. Okay. Und das ist dann so, das ist für ein ganzes Jahr, wo du da dann. Das ist dann so von Oktober bis April schaffen wir mit den 7 Monaten unterwegs. Ja. Und dann, wenn wir abhören, sind wir dann in Pennsylvania bloß. Okay. Da schaffen wir dann im Warenlager. Bis am Oktober war der Anfang, dem Anhänger reinmachen, alles packen und dann, wenn das erste wieder ist, tut, dann fahren wir los, von Fähre. Und das ist das 2 Jahre. En dat tweede jaar dan zijn er 2 nieuwe binnen. We zijn het eerste jaar wat ik ontvangen heb, zijn 2 uilen. Okay. 2 in het tweede jaar. En die zijn dan krijgt aan dem tweede jaar wat die dan voor die zijn buiten. Dan komen 2 nieuwe aan. Dus ik heb het tweede jaar aangaan. En dan mij komen dan wat 2 nieuwe aan. Okay. Okay. Kannst du eigentlich nicht mal andaten, dass man Englisch kennen doet, hè, ja? Ja, dan moet man Englisch kennen. Ik had het eigentlich zum hier deel had ik dat niet zo geleerd. Ik had maar een collega gehad. Okay. Englisch. Ich habe wirklich für nicht wirklich geübt. Ich habe auch nicht angewandt hier, wenn sie das nicht reden. Ja. Und das sind nicht so viele Menschen, dass die das hier jeder Titel lang so praktizieren ist. Aber ich habe einen Kollegen gehört für 1 Jahr, aber das hat mich nicht sehr viel wiedergebracht, eine Konversation zu hören. Ja. Aber ich habe währenddessen noch hier wie und bevor ich das klar hatte, dass ich anreisen würde, würde ich noch ein bisschen mit ein paar anderen lernen und das dann ein bisschen erfrischen. Ja. Okay. Das hat mir dann ein bisschen geholfen, wieder in Kontakt zu sein, aber nicht so weit, dass ich das ganz fließend tue. Ja. Aber dort hat es dann nachher geleert mehr und so besser mit der Zeit. Jeder Tag hier schreiben macht, ja, dann kommt das auch nach Busig. Oh ja, wenn man das erst bloß mal dort hat, dann ist kein Deutsch, kein Spanisch, kein Plattdeutsch, nichts, wenn ihr möchtet reden, was wir hier schauen. Ja. Das ist hier bei uns alle so aus einem Kampat bin. Ja. Dort ist more Englisch und dann auch noch ein bisschen Spanisch. Ja, das ich hier schon sehe, wir haben hier im Studio auch so ein ganzes reiches Salut von Sprachen. Ja. Das ist Plattdeutsch, Jüdisch, Englisch, Spanisch, das ist ja alles in Bedeckung und da. Das scheint das zu haben, aber das ist ein Sehen, ja, die verschiedensten Sprachen zu lernen. Was ist eigentlich das Ziel von dieser Arbeit? Was macht MCC eigentlich mit der Region? Also MCC im Generellen ist
eine weltweite Organisation. Die hat das Ziel, andere Menschen in andere Länder, die an Nöte sind, einfach zu helfen, dem einfach zu weisen, dass Leben, Friede, Hoffnung, ist einmal da ist. Und die wollen einfach den wiederweisen, dass der Gott taub zwischen die anderen Menschen auf der Welt einfach redet. Und die haben verschiedene Programme, die MCC deed ook, voor 1 jaar maar. Ik had het maar voor 2 jaar, en het voor 2 jaar is, en dat wil ook maar 1 jaar. Maar daar is deze ganze Programma, wat ik je zei, heeft me dat zij aangespaard, ja. Ook einfach zelfs eruit te gaan en wat niet te maken, andere mensen te helpen. En einfach zelfs uit te vinden, wat is in diesem Leben nog alles, ja. Wat je dat buiten nog. Dus ging je vijf wijn zetten, dat bringt die nicht viel wieder. Ja. Man muss fast ein bisschen gehen, ja. Mal was anderes sein und anderes erfahren, ja. Kast manchmal. Ja. Also, du bist hier in Fernheim abgewachsen, ja? Ja. Und bist du Fernheim und fast im Land buiten, oder? Ich will Fernheim ein bisschen buiten, maar gewisse Dagen. Ja. Ich will in Brasilien wieder mal zu einem Ausflug. Einmal mit Grens bis zu den Wasserfällen. Das ist das letzte, was ich gewesen bin. In Argentinien bin ich einmal ein paar Tage gewesen, über die Grens auch. Ein Napel-Spiel. Aber nachher sieht dann in Bolivien, da wird dann mein erster Einsatz für 2 Wochen. Missionseinsatz mit einer Gruppe von Deutschland. Gospel-Tribe. Die wären mal hier angekommen. Die sind 2-mal hier gewesen. Die sind laatst einmal dit Jahr hier gewesen. Die Vertreter, die wat het Ganze organisieren, dat is schon wir hier gewesen. Und das war meine erste Erfahrung mit meinem Mission-Einsatz. Ja. Ruhig zu gehen und zu dienen. Ja. Und das hat mir in dem Bereich auch viel geholfen, einfach zu sehen, was kann ich noch tun. Ja. Andere Menschen zu helfen und wieder zu gehen. Ich glaube, du warst noch ein bisschen mehr hier, was das eigentlich auch für die bewirkt hat, seine Reise. Das ist interessant, aber wir gehen einmal für eine kurze Pause und sind gut für durch. Los electrodomésticos Beko, además de facilitarte la vida, te llevan a conocer Barcelona. Sí, con la compra de un electrodoméstico Beko podés participar del sorteo de 5 viajes para conocer Barcelona y vivir la experiencia de ver jugar al Club Barcelona en el Camp Nou. Y recordá que de acuerdo al tipo de electrodoméstico que comprás, generás más cupones y chances de ganar. Encontrarlo en los mejores comercios del país y para más información ingresa a beco.com.py. Representa, distribuye y garantiza Inverfin Saeca. Que la tecnología se adapte a tus necesidades. Record Electric te ofrece los sistemas de automatización y accionamiento WEC, ideales para aumentar su producción en la industria y para la seguridad en sus instalaciones del hogar. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le inspiramos en nuestra sucursal de Filadelfia o en nuestra casa central de Asunción. Ja, du selber trägt Tere und Mate, anscheinend Tere von der mit Michael drin gedaan. En Michael, deze arbeid is jetzt die Scheitje, dünne diese Fleisch an Korn, weet niet, wenn je dat over dat plattisch zei. Konservenfleisch, das ist Doerksen Dose von der Chane, das krijgt es dort, ein bisschen dicht hat die Dose, wat Tee maakt en dan wordt dat gekocht en dan etiket aanramen. En grote kaas nemen dan ja. En je duist, ja. En je duist. Komen ze dan ook, ja. Dat je over de ganze Welt. En wat heeft die eigenlijk mal Leute bewegt, zijn Ansatz aus dat te merken? Mir wäre das eigentlich mal so, gerade als ich erst einmal sehe, dann statt hier in einer Stadt sein, hängen Feierwein. Das, hoe wil man dat zeggen? Dat bereidt je dein Leben nicht so sehr aus, wenn die mal rütjest, mal was nie test, uitproben. Nicht Angst haben, auch sicher. Wenn du Angst hast, dann prüft ja einer, die einmal mal da hängen mit dem Messer zu stechen und sagen, nee, das kannst du nicht, das wirst du nicht. Aber diese Angst ist wirklich dort, wo uns kein aufhören von so der Leben, ja? Von interessanten Sachen im Leben. Das ist gerade. Das hat für mich nicht gerade so sehr getan, aber ich will auf eine Hinsicht, dass ich will mal rüt, ich will was anderes tun. Und ich weiß, das ist mein erster Einsatz, wo ich auf einen Tag steht, Kilometer einen Tag. Okay. Fuß nach der Zentralschule, dort 2 Monate. Das hat mich auch
zum ersten Hand kriegt ein bisschen mehr ranbewegt, ein bisschen so wie da was mal für 2 Jahre oder für 1 Jahr mal rübergehen, ne? Plus in ein anderes Land. Wo wusste ich noch nicht und mit Wort wusste ich auch nicht. Und dann mit diesem Gasbetriebeinsatz mit 5 Wochen, 3 Wochen Schulung. Und dann hier einen Abendeinsatz und dann 2 Wochen in Bolivien. Da dann den ganzen praktischen Teil machen. Und dann, als ich dann anfange mit Arbeiten hier, ich arbeite hier beim Choral Philadelphia für 3,5 Jahre meist. Und während der Zeit ich war, weiß nicht, ich hatte hier auch ein Jahr Mutter Druck und ich weiß nicht, ich fühle mich nicht ganz wirklich mehr hier, was ich sagen will. Und dann fühle ich mich wie so, ich will mal eigentlich mal ein Jahr mal was anderes tun. Ich wusste nicht wohin, ob ich vielleicht mit derselben Schulung, was ich da mit Gasbetrieb, was ein Jahr tun. Oder bloß einfach mal ein Jahr wo arbeiten, einfach richtig, wo was anderes tun. Die andere Gesellschaft mal sein, andere Menschen, andere Kulturen, ja. Ich wusste nicht genau was. Und ich hatte dann einen Freund, der wollte überall gehen. Und ich sagte mir so, ich würde vielleicht auch mal ein Jahr überall gehen und sehen, wo sich dort anleiten wird. Auf das Rechte wird. Und ich habe vorher noch gebeten, ziemlich. Ich wusste nicht, wie intens das wäre. Ich wusste nicht, ob ich das ganz bewusst hatte, aber ich habe einfach gesagt, ich will mal was anderes. Und dann eines Tages kam ich hier und habe einmal damit an, dass ich MCC kriege, dass ich diese Meatcanning, Konservenfleisch anmachen, dass da eine Option wäre. Da wären Menschen, die brauchten Menschen für dort. Freiwillig sind sie dort. Und dann sagte mir, das sind 2 Jahre. Und ich wollte mir die Feriennummer mal 1 Jahr, hatte ich die Feriennummer. Ich wusste nicht genau, ob das Rechte wäre, ob ich das will. Wenn es 2 Jahre kommt, ich sehr lang wäre. Das schämt einen sehr lang, wenn die niemals bitte gewesen bist. Ja, und ich hatte mir dann ein bisschen so Gedanken gemacht. Und ich sagte mein Chef dort dann auf der Arbeit, ich sagte ihm, was willst du meinen, wenn ich mal 2 Jahre was anderes tun. Ich fragte ihm bloß, ob das möglich wäre. Und er sagte mir, ja, das ist kein Problem, wenn du weißt. Bloß tun. Und ich sagte mir so, ja, ich will mal sein, ich wusste noch nicht genau. Und dann rede ich mit meiner Tante noch mal ein bisschen mehr darüber, was das mehr inhüllen deed. Und dann mit der Person, das ist Rudi Niese, waren vielleicht Einzelne, der ist dort, der hat das auch mal getan. Der ist auch der Koordinator von dem Warenlager von Pennsylvania in Ephrata. Und da habe ich dann mit dem mal Kontakt aufgenommen, ich von Meier, und dann auch mit ein paar Freiwilligen, was ich von Paraguay, und ich hier von Paraguay wäre Freiwillig. Und da dachte ich mir so, naja, wenn du so sind, dann kann ich das doch nicht so schwer sein, ja. Man hast wenigstens Personen, die Plattdeutsch reden. Und ich hatte auch ein bisschen die Angst, wenn es in Englisch. Das wäre meine erste Furcht, wenn ich nicht so das noch lehre. Wenn ich eine Sprache lehre, Englisch nicht je nachdem, was ich lehre, das ist so einfach als immer. Und mir fällt es manchmal auch schwer, sowieso lernen zu werden mit anderen Sachen. Und dann sagt mir so, naja, warum mal probieren? Würde ich mal fragen, was du sagst, und der sagt dann soll dann kommen, wenn ich will, wenn immer. Muss dann noch ein ganze Papiere uitfüllen und alles, den ganzen Prozess. Und dann habe ich dafür gebeten, entweder dass ich für diesen Einsatz drankommen war, dann musste dann noch entscheiden, ob ich kann. Oder ob ich vielleicht überall ein Jahr drin. Ja. Zwischen den 2 Sachen habe ich mich mehr ab dem Wasch gemacht. Wo kann das hingehen? Ja. Ich hatte aber nicht ganz das Gefühl überall, wenn ich am theoretischen Kreis nicht leren, das macht mich manchmal ein bisschen so Stress. Kannst du damit lernen, aber man muss damit umgehen. Ja. Dus in dem Moment feilt mich nicht sehr, dass das Rechte wäre. Aber trotzdem habe ich dafür wieder gebeten. Und dann als ich die Bestätigung dann kriege von MCC, dann wird es für mich eigentlich ein ganz klarer Hinweis. 2 Jahre in den USA gehen. Ja. Naja. Ich stelle mir so vor, was aber 2 Jahre das dann auch gerade genug, dass man noch natürliche Sprache lernen, natürliche Kultur mit Vegetariern lernen. So ja, wir haben verschiedene Kulturen, konservative, amische Mennoniten, Haderijds, wenn man den aktiv seid, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber das sind alles diverse traditionelle Mennoniten da, das sind alle verschiedene Stile. Stile, die wir haben, die sind ganz anders. Und bloß mit den Menschen in Kontakt kommen, macht einen ganz anderen Umgang als hier. Das habe ich dort nicht gemacht. Wenn Menschen da mit die Arme gehen. Und den Druck, was die dort hast, die nicht als hier. Den Druck habe ich sehr viel gehabt. Und das hat dort den Druck eigentlich so gut als meist alles wahrgenommen. Weil ich nicht gefeilt habe, dass ich nicht muss an Druck sein. Sicher, das ist diese Organisation, das christlich ist, dann ist das auch anders. Aber sicher, wenn man privat hat, dann ist das mal vielleicht eine andere Sache. Aber
krijgt erst deze tijd halt Gott mir Chani geleerd, ja, dat ich einfach je lassen hat sein, einfach haben vertrauen. Auch wenn nicht einmal alles, dat die alles am verrückt sein kannst. Du kannst het nicht sein, dat macht Gott die Wiese und der wird die vieren, ja. Ja. We hebben deze ervaring in leven red je merkt dat wat de thee doen dat het beter is. Also der ganze Einsatz, das sei, hat mich sehr gefarmt. Eigentlich, was ich nicht mal erwartet hatte, so sehr. Ich komme mit dem Eindruck an, nee, das wird vielleicht nicht viel sein. Das erste Jahr zum Beispiel, habe ich nicht sehr viel erlebt. Ich war so seit hier wie dort in dem ersten Jahr. Aber ich habe nicht intensiv nach Gott gesagt. Ich habe nicht intensiv die Beziehung, persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus gesagt. Das hat mich sehr hin und her bewegt. Ja. Da hat mich auch ein bisschen überrascht. Dann sind verschiedene Themen abgekommen in der ganzen Zeit noch, mit der ganzen Gesellschaft, was hier und dort passiert in der ganzen Welt. Und das hat mich dann auch ein bisschen abgerüttelt. Ja, dat, wo ist das nu? Ja? Was champ das nächste? Und dann das fragst du dann persönlich, wo sie echt, ja? Wo sie echt mit dem nächsten, wo sie echt zu mir selbst. Sagst ja, das sind Sachen, da häng je immer dran. Aber das erst gerade auf diesen war ich die erste in der Marstilieren, da warst die Abstahlen die waren und niedergehen. Ja? Und das hat mich dort einmal im zweiten Jahr ich ganz anders erlebt als am ersten. Am ersten habe ich erlebt, ab diverse Städte, wo ich sehr drauf arbeiten muss. Aber auch mich selbst zu kontrollieren. Ja? Am zweiten Jahr habe ich mich dann mehr gewesen und mit mehr Menschen geschickt, wo ich kann einfach freier sein. Ja? Ich will sehr taub, ich fühle mal. Ich will nicht einmal so oft über alles zu reden. Und so, da ist meine Freundin, hat das mehr aufgemacht. Die hat das erste auf nicht Bock. Und die hat mich viel mehr geholfen, diverse Städte einfach freier zu sein. Ja. Die hast du auf die Reise durch Chani geleerd? Die hat auf der Reise Chani geleerd, ja. Aha. Ja, mir ein Poker. Also, wer wird dann nicht kommen? Und sie erst nicht gleich hier zum Spazieren. Ja. Und sie hat dann sie nicht gekriegt. Er ist auch dabei. Und wer wird das dann überall kommen? Die kommt hier von weit auf. Naja, sie erst nicht besuchen. Vielleicht sind da war das drehen. Aber ich hatte den Plan im September in Kanada zu fahren. Ich habe kanadische Papiere. Weil ich da ein paar Monate wohne, solange ich den Visa kriege. Und ich mache den ganzen Prozess anreden mit dem verlobten Visa. Om dat we daar in China ons befreien en dan dort den ganzen anderen Prozess machen zu deiner Staatsgehörigkeit. Aber das ist halt erst ein langer Prozess und ab der Distanz ist es auch ein bisschen schwer. Ja? Aber das habe ich so weit geschafft und 3 Monate nicht gesehen, von dem ich sie hier und sie nie abgekommen ist, mit dem Besitzen für 2 Wochen. Aber dran alle, ja. Also das ist auch ein Resultat, was du da hier gehabt hast. Ja, hat Gott auch gewesen. Wo das auch noch was anderes gehabt von der anderen Welt. Viele, die gehen zur Schule, dass sie im Channel lernen, sich für Frieden kennen. Ja, die ist aber ein bisschen... Ja, ein bisschen da ab dem anderen Wasch, ja, was für mich ab dieser Stelle wäre. Aber das hat mich sehr viel geholfen, ja. Denkst du noch mal so eine Flasche und so was daher Leute nehmen? Ja, für diesen Einsatz erst mal für so eine, die noch nicht befreit sind. Von 21, die haben so eine, die wären auch 30, auch alle. Aber das kriegt nicht für befreite Menschen. Ja. Das ist mehr für Menschen, die kriegen nicht die Schule oder nicht die Universität, wenn die mal was anderes wollen, sich nicht gut am ganzen Leben wollen andrängen. Anstatt mal dort dann das 2 Mal was anderes tun. Ja. Dann fühlt im Kollege. Viele wollen dann was einfach was nicht prüfen. Ja. Und das hat mich sehr viel geholfen. Ein paar Jahre, als ich in der Schule bitte, wie mal einfach was anderes zu tun. Das kann ich mir sehr feststellen. Wir haben noch einmal nur recht für dich, wenn du bleibst. Wir wollen einmal Karte Pause nehmen. Dann habe ich noch einmal ein Kartstätzchen mehr Tumm Tere in Mathe drin. Also bleib dabei. Ihr seid kurz war El
Chaco se maneja con el poder de la tecnología de Hierros y Metalúrgica Friesen, innovando infraestructura agrícola de alto rendimiento, cuchillo flotante 100% efectivo, gama de maquinarias e implementos agrícolas para el trabajo forzado del campo y caminos. La producción demanda efectividad que solo Hierros y Metalúrgica Friesen lo garantizan. Calle Becker, casi Tres Palmas, Loma Plata. Ahora, nuestras mascotas tienen una gama de artículos especiales, así como alimentos balanceados para razas caninas y gatunas. En la línea de talabartería, riendas de todo tipo de monturas, de fino acabado, para el caminar firme, botas y zapatones. Agroveterinaria Ferheim está con vos. Avenida Hindenburg, esquina Chaco Boreal, Filadelfia. En el lugar más estratégico de Filadelfia se encuentra ECOP Oeste de la cooperativa Ferheim, ideal para la carga de combustible en general, con servicio de carga rápida, lubricantes, gas, carbón y un surtido de productos en el salón de ventas. Lo atendemos preferentemente. Somos ECOP Oeste de la cooperativa Ferheim. Hier zijn we 2 van onze laatste rond Tumm Tere en Mate. En van daar was er ook richtig Tere, ja. Ja. Hat Michael. En Michael wird op diesen Ansatz dort weit auf in der Stadt. Wat denkst du, Michael, als dat eine Sache, wat du so denkst? Dat is eigentlich mal kreuzen für die reden, der würde für andere Jugend, andere Personen, die vielleicht auch noch nicht befriedigt sind. Also, ja. Als het niet alleen hebt verdiend, is het een goede optie. Ich persönlich würde sagen, für Söhne, die noch nicht befreit sind und das noch nicht ganz klar haben, ob sie sich befreien, noch nicht klar haben, was sie wollen. Eine sehr gute Gelegenheit, mal 2 Jahre in ein anderes Land reisen, und wenn die da noch nicht gewesen sind, vielleicht sind sie, vielleicht bis ich mit dieser Organisation. Oder für Schüler, in einem Kollegium, in ein paar Jahren, 1 Jahr, wenn die einfach aufschalten. Einfach daheim vor mal Einsatz, dat zijn verschillende bereichen in MCC wat dit kunnen maken. Ik had laatst nog een paar weken terug, vielleicht even een maand, eine Person, die mich kontaktiert hat, krijgt ook wenigstens dit. Nicht krijgt nu wenigstens Mitkenning, aber krijgt even de andere Sachen, wat MCC deed voor 1 jaar. Die heeft me daar even een beetje uitgevraagd, wat ik daarover zei en wat ik daar voor informationen moet hebben over dat ganze Thema. Vroeg hij mij en ik had dan met een contact verzet met een dort in de office. Die dat ook beter weet en dan had ik dat doorheen geleerd. En ja, so, dan had ik mensen die willen einfach weten en ik wilde het einfach metmaken willen. Ja, jij vindt ook nog meer meetjes te zijn wat hier niet te dragen vind je? Dan je nach wat dat restje is. Want die willen een Einsatz maken voor 1 jaar, dan ja, daar kunnen ze vielleicht nog veel uit vinden. Ja. Maar zeg je, dat is voor jongens krijgt dat hetzelfde. Ja. Want die willen alle 1 jaar mal wat andere tuinen, dan wordt het in zijn metmaken dat mal einfach uit te proberen. Wat dat alles zo heeft. Met eentje dat krijg je omgedraaid. Ik woonde die teken gaan dan en ik heb mijn fashion mal trainen Paraguay en van Kio had. Ja, bevor ich mich hier in Trag kriege, zie ik dat wat doen. Aber schein ist, ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, ja, für Jugendliche mal rauszukommen. Dann so, Gesellschaft, ich glaube, das ist sehr gut, mal ein Fashion was untertan zu lernen. Aber siehst du, erwähne da ein bisschen Feuerwehr sein, dann lernt man noch viel. Ich glaube, ganz besonders die Werte. Ich glaube, was wir hier in unserer Gesellschaft sehr viel Geld gelernt haben, sind die Werte, Familienwerte, Werte von der Arbeit und so weiter. Da habe ich definitiv sehr viel gute Sachen gelernt. Aber das ist immer bereichernd, wenn einer kann mit Fashion aufschalten und andere Kulturen lernen, eine andere einfach mal de Welt van een andere Seite sein. Nicht bloß von Feuerwehr. Hängerfeuerwehr. Aber ja, das hat ja sehr schade. Ja. Ich würde Menschen mitmachen, weil einfach rausgehen, für ganz besonders für Jugendliche, die naar de Kollegen willen dat mal proben, oder was andere, dat je verschiedene andere Sachen. Bloß einfach mal den mitnehmen, rauszugehen, zijn wo dat sich aanvieren deed. Ja. Und das ja, wenn das mit Gott hebt, dann wat alles anders. Ja. Dan kan man ook verändert treffen. Vielleicht nicht, was man vielleicht erwartet hat,
Vielleicht gewisse Bereiche mal, nicht alles, was man will. Vielleicht auch anders, ja. Vielleicht erst das gerade anders, was sich überlastet hat, ja. Und das ist nicht so, ja, wir kommen, und das ist echt das wohl. Unsere Pläne sind nicht Gottes Pläne. Ja. Das hat alles nicht Gottes sehen, Gottes sehen was. Ja. Und das ist letztendlich das ganz Wichtigste, ja. Unsere Beziehung mit Jesus Christus. Also das sind Erfahrungen, die wir hier auf dieser Erde haben. Die sind Karten. Und ich glaube, alte Fährten, die allein hätten, was wir haben, gehen wir durch Stich in Angst. Ja. Wir haben Angst vor einer neuen Sprache, wir haben Angst vor was die anderen Menschen sagen und denken, wir werden anfangen zu checken. Ja. Und so unsere Angst hält uns Fährten gebunden, hält uns Fährten frei von neuen Sachen erleben. Aber diese neuen Sachen erleben, die können uns Fährten in unserer Beziehung zu Gott helfen. Und wie Gott sein. Weil wir am als Futter sein, weil wir am in uns Leben sein. Ja. Wenn wir bloß einmal auf eine Stadt sind, dann kann es sehr leicht ein religiöses Denken werden. Ja. Wo wir uns dann sehr anschließen, dann ab, das ist, was Gott ist, das ist Religion, das ist, wo Gemeinde sich angeht und so weiter und so weiter. Ja. Und dann, wenn wir dann nicht rückgehen, nicht das von Büttelchen einmal anchecken, dann verlieren wir für uns sehr viel. Ja. En deze tijd hier op de eerste kaart. Die is werkelijk mijn kaarten, ik zei maar die moet man uitnutzen. Ja. Soll man uitnutzen, ja. Ja. Weil man die allein hätte haft, um rüber zu gehen, ich meine, vielleicht manchmal in dem Moment nicht so scheint, dass man das Rechte ist. Vielleicht macht man ein bisschen Risiko, ja, sag ich ja gerade, was sich wiesen, du. Was das ist für die oder nicht. Wenn die darüber noch beten lässt und Geduld hast und warten lässt. Wat is zich iets van openbaren, ja. Dat is bij jou manchmal ook een andere richting. Dat als dan een batterij dat als mensen dat geleverd als het beste voor die nu, omdat wat die krijgt die wenst, wat dat zal zijn. Genau, ja. Ik habe ich ein Städtchen, hier ich eine Lektion von einem Mensch, der redet wie ein sehr bekannter ein TED-Talk, ja. Manche waren dort ein TED-Talk essen, der aus dem Menschen abgekommen wieder haben gefragt, was sie nicht gut wäre, wie ein TED-Talk dabei sein und dann antworten dann sie da, oh, ich habe einmal mal wollt, wie ein TED-Talk dabei gewasst sein, ja. Dort in der Zukunft zu stellen, das ist eine Sache, ja. Wir möchten alle Erfahrungen gehabt haben, ja, wo wir verteilt haben, ja. Also, du hast eine verschiedenste Erfahrungen, die du dann alle verteilen kannst, und du kannst sagen, du siehst, du warst, das hast du getan, das habe ich erlebt, ja. Aber wir möchten uns einmal ein bisschen Tipp futtern, dass wir herankommen können. Und da würde ich die merken, ganz besonders, wenn du noch eine junge Person bist, noch nicht befriedigt, nicht, hast vielleicht noch nicht Familie, nicht. Das uitnutzen, das ist die uitnutzen. Nicht die Sorge merken dran, oh, ich mag mich befreien, vielleicht kommen die alle, das kommt das alle bei sich an, ja, und dann merken wir uns sehr leicht Sorge, was das noch was für mich, ja. Entsteht dann Sorge, du merkst einfach die Zeit uitnutzen. Und das Aventuras haben, ja, Abenteuer haben, und Gott daran sieht, ja. So. Die Titel ist wunderbar, die beswacht geschmiedet, nicht so? Ja. Und du an Gott seht ihr, wird sich offenbart sich auf allerhand verschiedenste Wege. Und so mache ich die zum merken, du einfach den Tipp zu packen, das zu tun, was Michael tut. Ja, einfach mal rüt, Gelegenheit zu sehen, wo kann ich verschiedenste Channel lernen. So wie das Produkt nicht dort in der Stadt sein, da kann ich sogar hier in Paraguay sein. Und da kann ich sogar bis bei der Nuba-Kolonie sein. Manche haben sich noch meist nicht mal in der Nuba-Kolonie gemacht. Aber mal ein bisschen rütgehen, von wo rüt checken. Und klar, ich glaube, Internet hat uns von der schon sehr viel an. Das kann zwei Seiten werden, das kann positiv Seiten werden, aber das kann auch einen negativen Einfluss haben. Und so, weil du abpasst, dass wir das einmal wie einen positiven Einfluss lassen, ja. Sehr schön, jetzt geht Tere Runde was von der mit Michael. Ich glaube, ein sehr interessantes Thema. Und ich würde unseren Tipp hier noch anladen, mit uns Tipp einmal Tipp zu beten, und das hier aufschließen. Ja. Ich muss vor, wie danke dir, Herr, dass du uns dass du uns geschaffen hast, dass du uns so lieben hast, und dass du einen Weg gemerkt hast für uns, dass wir nicht bloß gerat sein, dass wir uns Leben united.
En Herr Jesus, dat du eine Ewigkeit vorbereitet hast für uns. Und Jesus, wie möchten diese Zeit hier ihr richtig utnutzen und das Beste dort merken, Herr. Und wir möchten nicht ein teilgeschlossenen Denkensort haben, Jesus. Und so, wir beten, dass du uns helfst zu sein, was wir kennen. Wenn wir noch Jugendliche sind, was wir kennen, mit uns Leben tun, dass du uns kannst ein offenes Denken geben, über die ganz besonders, Herr Jesus, und über alles. Und auch für die Jahre, was wir befriedigt sind und Familien hatten, so wieder, helft uns, Herr, zu sein, was wir kennen. Und wir kennen unseren Teil dazu beitragen, dass die ganze Gesellschaft, die so erleben dat, als du wirklich bist, Herr Jesus. Helft uns wirklich zu sein, für was du uns hier auf diese Erde gesagt hast, Herr. Und immer eine Perspektive von der Ewigkeit zu haben und zu hören. Ich danke dir, Jesus, für Michael und für was du in Arm getan hast, dass das auch in unser Leben ist. Für deine Verherrlichung, Jesus. Amen. Amen. Dankeschön, Michael, für das Dabeisein von dir. Es eine schöne Tere an je warst. Und auch Dankeschön an dich, dass du die Zeit genommen hast, mit uns von dir dabei zu sein. Und dienen Tere zu trinken. Leider kann ich die Guampa nicht durchreden, nicht, aber das haben wir hier in Paraguay sowieso sehr typisch bei uns. Ja, vielleicht besser in anderen Ländern heißt es. Aber das ja für auch du auch die kriegen dabei. Ja, so erscheint, dass kannst du dabei sein. Ich möchte dich noch anladen, die zu melden, wenn du eine Rot hast oder so für uns. Es ist ein Thema, was du musst haben, was wir anreden deine. Soll mal, oder vielleicht kannst du eine Person und sagst, die soll mal durch Tumm Tere und Mate dabei sein. Dann würden wir hier davon hören. Kannst du einfach bei RCC melden. Kannst beim Internet absehen, Facebook, du irgendwo RCC und Google nennen, wahrscheinlich still finden. Und du malst uns mal, was für ein Thema du hier willst. Also, nochmal Dankeschön und Gott sei Dank. Este programa fue presentado por Inverfin.